Als DJ ist es wichtig, dass man sich über die Rechte an der Musik im Klaren ist, die man spielt. Wenn man eine Party oder ein Event beschallt, kann es schnell passieren, dass man gegen Urheberrechte verstößt, wenn man Musik spielt, die man nicht dafür lizenziert hat. Was du dagegen machen kannst, was das bedeutet, das erkläre ich dir jetzt alles hier in diesem Video. Viel Spaß! Hey liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir mal über Musik und zwar über Lizenzierung von Musik, lizenzfreie Musik und vor allem auch über die GEMA. Denn die GEMA ist bei diesen Dingen zuständig und viele fragen sich, GEMA, was macht die denn eigentlich? Also, die GEMA, eine Institution, die bei Musik eine ganz wichtige Rolle spielt bei uns in Deutschland, ist die GEMA. Die GEMA steht für Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, gefällt mir GEMA übrigens besser, ist eine deutsche Organisation, die für die Verwaltung der Urheberrechte an Musik verantwortlich ist. Die GEMA vertritt die Künstler und sorgt dafür, dass diese für die Verwendung ihrer Musik angemessen entlohnt werden. Aus meiner Sicht sollten sie angemessen entlohnt werden, denn das ist immer noch nicht so ganz richtig geklärt. Also, alle, die Musik verwenden, die von der GEMA vertreten werden, müssen eine GEMA-Lizenz erwerben und Gebühren an die GEMA bezahlen. Dazu gehören beispielsweise Bars, Clubs, Restaurants, die Musik abspielen, Hotels, Veranstaltungen, aber auch Radio- und Fernsehsender. Ja, es ist sogar so, wenn du auf Twitch Musik streamst, kann es sogar sein, dass du eine sogenannte Rundfunklizenz brauchst oder das zumindest auch lizenzieren solltest. Aber aktuell ist das wirklich noch so ein ganz starker Graubereich. Die Höhe solcher Gebühren richten sich aber immer nach der Größe des Unternehmens, des Umfangs und natürlich auch von der Art der Musiknutzung. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass auch wir DJs, gerade die in öffentlichen Einrichtungen oder bei öffentlichen Veranstaltungen spielen, eine GEMA-Lizenz benötigen, wenn sie Musik spielen, die von der GEMA auch vertreten wird. Und wenn ihr euch zum Thema GEMA wirklich ausführlicher informieren wollt, dann schaut euch am besten mal dieses Video hier von mir an. Da habe ich mal einen Livestream gegeben rund um das Thema GEMA, was das für uns DJs, vor allem für uns mobile DJs überhaupt bedeutet und was ihr genau lizenzieren müsst. GEMA-freie Musik, was ist denn das überhaupt genau? Ja, GEMA-freie Musik ist auch Musik, die aber einfach nicht von der GEMA vertreten wird und daher ohne die Notwendigkeit einer Lizenz oder auch ohne Zahlung an die GEMA einfach verwendet werden kann. Ja, solche Musik gibt es, auch für uns DJs. Diese Musik ist in der Regel von unabhängigen Künstlern oder auch von so kleineren Labels produziert worden und kann einfach frei verwendet werden, ohne dass man sich Sorgen um rechtliche Probleme machen müsste. Es ist wirklich eine großartige Option für uns DJs, die nach Musik suchen, die sie spielen können, ohne dass sie die Rechte an der Musik überprüfen müssen, indem sie einfach lizenzfreie Musik verwenden. Und ja, das sind keine David Guetta-Titel, das sind auch keine Robin Schulz-Titel. Das, was in den Charts ist, ist damit nicht abgedeckt. Aber es gibt Pools und Möglichkeiten, auch lizenzfreie Musik zu benutzen und die einfach für dich als DJ abzuspielen, ohne dir Gedanken oder Sorgen über die Rechte machen zu müssen. Woher bekommst du denn solche GEMA-freie Musik? Die wird übrigens auch lizenzfreie Musik sehr häufig genannt. Und dafür gibt es wirklich eine große Auswahl an GEMA-freier Musik, die man legal und auch ohne Bedenken einfach spielen kann. Ich möchte jetzt ein paar Tipps geben, wo du diese Musik unter anderem finden kannst. Punkt Nummer 1 sind sogenannte Creative Commons Websites. Ja, es gibt viele Websites, die kreative Werke unter einer Creative Commons Lizenz anbieten. Hier kann man Musik finden, die man kostenlos und legal verwenden darf, solange man die Bedingungen der jeweiligen Lizenz einhält oder besser gesagt der Webseite einhält, weil es ist ja lizenzfrei. Websites wie zum Beispiel Jamendo, Soundcloud
oder auch Freesound sind zum Beispiel ein guter Anfang, um nach GEMA-freier Musik zu suchen. Es gibt aber auch GEMA-freie Bibliotheken, denn es gibt einige Websites, die speziell auf GEMA-freie Musik spezialisiert sind. Hier kann man eine riesige Auswahl an Musik finden, die man für verschiedene Projekte verwenden darf, einschließlich DJing, Verwendung auf Websites oder auch für Audio-Jingles, Audio-Drops und so weiter. Gerade so Webseiten wie zum Beispiel Audio Jungle oder Epidemic Sound bieten eine große Auswahl an Musik für verschiedene Genres und Stile. Ja, diese Webseiten sind nicht immer leicht zu durchforsten, um das richtige Angebot zu verlinken. Deswegen verlinke ich dir mal beide Seiten unten mit rein, und zwar auch mit der passenden Seite, wo du für dich als DJ lizenzfreie Musik bekommst. Gerade Epidemic Sound ist da eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Denn auch die Musik, die du hier in diesem Video als Hintergrund hörst, die kommt von Epidemic Sound. Diesen Pool oder diese Webseite nutze ich selbst schon jahrelang. Eine weitere Möglichkeit sind Public Domains. Es gibt auch eine Menge Musik, die bereits im Public Domain ist, was bedeutet, dass sie keine Urheberrechte mehr hat. Also hier kann man zum Beispiel Klassiker wie von Beethoven oder von Mozart finden, die man kostenlos und ohne Bedenken einfach verwenden darf. Websites wie zum Beispiel Musopen oder IMSLP bieten eine große Auswahl an Musik aus dem sogenannten Public Domain Bereich. Du könntest aber natürlich auch ganz einfach selbstgemachte Musik verwenden. Denn eine weitere Möglichkeit ist, deine Musik einfach selbst zu produzieren. Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und ganz einfach Musik erstellen, die du dann selber natürlich besitzt und die du natürlich auch überall jederzeit selbst verwenden darfst. In jedem Fall ist es wichtig, die Rechte an der Musik zu kennen, die du benutzen möchtest, und vor allem auch zu respektieren. Respektieren, da meine ich wirklich auch so illegale Downloads, das öffentliche Abspielen, ohne wirklich die Lizenz dafür zu haben, was ja letztendlich dafür bedeutet, dass du wahrscheinlich für das Abspielen bezahlt wirst, aber der die Lieder überhaupt produziert und erstellt hat, die du dann überhaupt abspielen kannst, der wird nicht bezahlt, weil du sie nicht lizenziert hast. Also gerade wenn du als DJ arbeitest, ist eine Lizenzierung, wie unter anderem über die GEMA, wirklich sinnvoll, damit auch weiterhin gute Musik produziert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann hören wir irgendwann alle Helene Fischer und Andreas Gabalier. Das ist eine Welt, in der will ich nicht mehr leben. Ganz ehrlich. Gut, Spaß beiseite. Mit GEMA-freier Musik könnt ihr euch sicher sein, dass ihr keine rechtlichen Probleme bekommt, wenn ihr Musik spielt. Also, worauf wartet ihr noch? Holt euch ein paar coole Tracks, lasst die Musik laufen, spielt das DJing ab und habt einfach Spaß. Aber achtet natürlich auch auf die Rechte. Bis dann, macht's gut. Der Mike.